1, Schmuck 07358, Waffe 1849. Aber wenn das jetzt das gleiche System ist, warum ist es dann nicht auch die gleiche Wahrscheinlichkeit? Ich meine, es ist besser, wenn die Waffe die höhere Wahrscheinlichkeit hat. Aber das ist ja literally mehr als doppelt so viel. Ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass es fast gleich ist. Interessant. Gut. Dann machen wir Zielbonus 1. Let's go. Ist mein Battle Pass abgelaufen? What? Hä? Ach so, ja, natürlich ist der abgelaufen. Es ist ja November jetzt. LMAO. Erstmal einen neuen Battle Pass kaufen. Achso, no, man ist schon aktiv. My bad. What the hell is happening? What? Alter, wie viele Tries waren das bitte? Jesus Christ. Okay. Plus 2. 21 waren es. Ja, die Chance war fast bei 20%. Das ist geisteskrank. Das waren jetzt nur 13. Oh. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler. Okay. Schieb das mal darüber. Dann Zielbonus 3. Ich hoffe, die Pinatas Fritas reichen. Das ging noch schneller. Es geht immer schneller. Mit jeder Stufe haben wir mehr Glück. Jetzt sind wir schon bei 0,03. Deswegen sollte man auch niemals Ultimate-Schmuck upgraden. Immer erst, also bis plus 4 sollte man es nicht machen. Ich habe es einmal gemacht, aber zu meiner Verteidigung, damals lief ein Doppel-Upgrade-Event. Da war das natürlich ein bisschen was anderes. Muss man dazu sagen. Nicht? Jetzt sind wir schon bei 50. Also 4 auf 5, 4 auf 5 hatte ich 270 vor ein paar Tagen. Das gibt mir gerade ein bisschen Flashbacks. Sind wir schon bei 40 und das ist nur 3 auf 4. Was zum Kuckuck? Stopp. Was zum... Oh, verbuggt. Verbuggt bis zum geht nicht mehr. $91. Gutes Pity-System. 100. Chillig. Psst. 120. Cool. Ich weiß nicht, was der Erwartungswert ist, aber ich vermute mal deutlich weniger als 130. 131. Richtiger 131er. So, jetzt wird's richtig schwierig. Ist er noch über... Als bei... der Stack X-Product war leer. Ich habe das Gefühl, das Penya wird nicht reichen. Und zumindest nicht für die Waffe. Für den Ring vielleicht, für die Waffe niemals. Du musst ja nochmal neues Kreuz kaufen. Abartig.
Bald keine F-Coins mehr. Naja, ich wurde ja gerejuiced. Alles gut, Brokkoli. Wir wurden gerejuiced. Chill. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit. Ich muss in 40 Minuten zu Kreton. Also macht's aber hinne hier. Chance ist schon wieder bei über 1%. Also sollte, müsste, könnte jeden Moment klappen. Ah, nice. Gut, dann geht's jetzt ans Eingemachte. Jetzt sind wir von 5 auf 6. Da haben die echt dran gedacht. Ja, wir hatten 1 Million F-Coin und dann haben sich ein paar Leute beschwert, dass sie keine F-Coins mehr hatten. Also for reals hatten Leute keine F-Coins mehr, die haben 1 Million F-Coins verbraten. Und wobei es gab wohl auch einen Bug tatsächlich, aber ja. Jetzt haben alle 10 Millionen. Also es gab auch irgendwie einen Bug, wo deine F-Coins irgendwie weg waren oder so, keine Ahnung. Aber die wurden auf jeden Fall nochmal heftig gerestockt. Also jetzt kann sich keiner mehr beschweren. Ja gut, so viel schlechter sieht von 5 auf 6 gar nicht aus. Es waren fast genau 100 Tries. So viel schlechter sah es tatsächlich gar nicht aus. Das sollte doch jetzt eigentlich reichen. Also, die Wahrscheinlichkeit ist 0,039, genau. Let's go. Ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so viel schlechter. Es ist nicht so ultra viel schlechter. Das Problem ist aber, der Anstieg durchs Pity ist dann halt auch schlechter. Also auch wenn es auf augenscheinlich nicht so viel schlechter ist als davor, da waren es zum Beispiel 0056. Das Problem ist halt, bis du 1% erreichst, dauert halt immer länger. Und bis du nicht 1% erreichst, bleibt es halt relativ unwahrscheinlich, dass es mal klappt. Also hier wird es jetzt wahrscheinlich sogar klappen. Alter, ich wollte es gerade sagen, jetzt wird es wahrscheinlich klappen, bevor wir die 1% erreichen. Weil wir so ultra viele Tries brauchen, bis wir die 1% erreichen. Dass es da dann wahrscheinlich schon klappt. Geistesgestört am Reinlacken heute. Sehr geil. Also plus 10 bringt 82 Stats und 8,5 Crit Damage. Für hunderte von Oris und X-Pros. Umgerechnet hunderte von Euros. 6,15 bis 6,17. Ja, keine Ahnung. Tracken wir mal die Waffen-ATK. Das ist ja das Einzige, was sich verändert durch das Upgrade. Das müsste jetzt relativ einfach sein, weil wir starten mit 1,8% und wir sind schon bei über 20. Ja, moin. Hallo? 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 34%? What the fuck? Ach nee, das war schon das plus 1. Oh, das war schon mit Preview. Nee, hä? Was? Hä? Warte, was? Bin ich blöd oder bin ich blöd? Verändert sich nur der Grundschaden. Die ATK verändern sich nicht, oder was? Damn. Warte mal. Ist das jetzt wegen Itemate oder was? Jojo. Nee. Hä? Nee, es ist schon der ATK-Wert, der sich verändert. Verändern sollte. Also der Basisschaden ist 5,96 bis 98. Komisch. Aber das wurde gerade nicht angezeigt. Merkwürdig. Also Basis war 5,96, jetzt sind wir bei 6,15, 6,17. Komisch. Sehr komisch. Okay. Dann Wahrscheinlichkeit von 1,8 auf 1,2, 16. Zielbonus 2. Let's go.
Müsste jetzt eigentlich auch relativ schnell gehen. Ah ja, jetzt ist es hochgegangen. 6,33 bis 6,36. 6,36. Na gut, okay, die Waffen-ATK nimmt schon ganz schön zu. Ich habe noch nie darauf geachtet. 0, aber die Prozentchance ist schon ganz schön gesunken. Schon über 1% weniger Startchance. Und wir sind erst bei Ultimate plus 2. Ja, das wird auch ein teurer Spaß. Vor allem, weil du hier noch die Materials brauchst. 6,52 bis 6,55. Wahrscheinlichkeit runter auf 0,38. Hoppla. $1000 Oris für einen Teil mal 5 und dann noch die Waffen. Stimmt, das kommt noch dazu. Das war ja nur ein Schmuckteil. Du musst es ja theoretisch 5-mal machen. Aber das kann man sich ja selber vorstellen. 6,72 bis 74. Also die Waffen-ATK geht echt gut hoch, muss man sagen, bei Ultimate. Aber naja, ich meine, so teuer wie das ist das ja auch das Mindeste. Genau, Zielbonus 5. Noch sind wir bei über 0,1 Startchance, also mit 10 Tries schon wieder bei über 1%. Sogar mit weniger schon. Also ich sag mal so, wenn man Ultimate plus 10 wirklich in Erwägung zieht, wird sich das bei einer Waffe 1000-mal mehr lohnen. Da kriegst du viel mehr zurück und es ist günstiger. Jetzt mit Pity. Davor waren Waffen natürlich Katastrophe, weil du... Alter, what? No way! Okay, nevermind. Also die Wahrscheinlichkeit von der Ultimate-Waffe plus 5 ist gerade gesunken von 0,13 auf 0,012. Das ist ein Zehntel davon. Die hat sich gerade durch 10 geteilt, die Wahrscheinlichkeit. Von 4 auf 5 zu 5 auf 6. Jetzt, wir sind gerade bei über 0,1 gestartet und jetzt starten wir bei 0,01. Geisteskrank. Einfach ein Zehntel davon. Das heißt, vermutlich 10-mal so viele Tries. Weiß jetzt nicht, wie viele das waren. 20 oder so. Also jetzt könnten es 200 werden. Im Worst Case. Im Wurstkäse. Und mir geht das Pen ja wahrscheinlich bald wieder aus. Wir sind schon bei 500k pro Try. Na, ein bisschen hält's noch. Und wie langsam das hochgeht, das Pity. Von 0,45 auf 0,46. Nur damit sich so um 0,01 erhöht, brauchst du so viele Tries und so viel Geld. Ich würde die Upgrade-Chancen nochmal halbieren. Gala lässt nach. Danke, Ping. Oh, es war erfolgreich. Wow. 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 Typisch Andy. Typisch Andy. Wow. Wow. What? Die Wahrscheinlichkeit, schau ich das an, die Wahrscheinlichkeit ist 0,0001. Das ist nochmal geteilt durch 14. Das ist geteilt durch 14. What? What? Zieht's euch rein. Wir haben angefangen mit 1,80, 1,20, 0,73, 0,38, 0,13, 0,01, 0,076, 0,039, 0,014, 0,001. Das ist ein 1800stel? Ich keine Ahnung, aber what the fuck is happening? Wie sieht der Zuwachs aus? Ja, den siehst du doch. Das ist der Zuwachs. Wenn ich jetzt hier einmal auf Upgraden drücke, ist es 2. Naja gut, es ist noch eine Kommazahl dabei. Also erhöht sich jedes Mal um 0,0001, irgendwas. Also hinter der 6 kommt noch eine Zahl, aber die sehen wir halt nicht. What the fuck? Es ist so gering, dass wir die letzte Zahl gar nicht sehen.
die noch hinter der anderen kommt. Das ist crazy. Crazy numbers. Und Pena ist gone. Die nächsten 500 Mio. Also auch das ist eine Größe, die nicht irrelevant ist, ne? Ich habe jetzt schon mehrere Milliarden Pena auch einfach hier reingebuttert. Also wirklich raw nochmal Pena mehrere Milliarden. Also auch das ist nochmal, kommt ja alles noch oben drauf. Tropfen auf dem heißen Stein könnte man sagen, aber all das sind immer Hunderte von Euros umgerechnet. So, wieder 210.000 Materials. 1000 Oris, 1000 X-Pros, 730 Mio. Reicht gerade so für die nächsten knapp 500 Tries. Wir haben gleich die 0,2% Chance. Ich habe schon fast... Ich habe schon fast 80.000 F-Coin ausgegeben, obwohl alles nur ein F-Coin kostet. Jetzt haben wir die 0,2. 1295 Fails. Oh, der X-Product-Stack war leer. Natürlich hat's nicht geklappt. Bist du dumm oder so? Hat doch nicht geklappt. Natürlich hat es nicht geklappt. Vor allem, musst du dir so vorstellen, du musst dir so vorstellen, einer steht dir, hat so 25.000 Euro ausgegeben und dann kommt kurz, oh, da ist es. Weißt du, 25.000 Euro später, Spielestyler hat Jojo Fairness auf plus 10 geupgradet. Das war's. Wird kurz für 3 Sekunden eingeblendet, nachdem du 25 Riesen rausgeballert hast. Da müsste das gesamte Spiel müsste kurz stillstehen. Da müsste so ein fetter Bildschirm aufploppen mit deinem Charakter. Und dann müsste dir jeder so eine halbe Stunde zugucken oder so. Weil du einfach das Monatsgehalt der Entwickler bezahlt hast. Aber ich hab doch gesagt, es klappt mit unter 2000. Das war jetzt 1400, irgendwas zwischen 1300, 1400. Irgendwas zwischen 1,4, 1,3, 1,4 waren es wahrscheinlich. Hat's leider nicht mehr nachgeschaut, weil ich, ja. Aber ja. Also wahrscheinlich relativ lucky. Erwartungswert ist vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Erwartungswert wäre wahrscheinlich eher zwischen 2.000 und 3.000. Oh, aber ich sag mal so, alles über 100 ist geistesgestört. Also da kannst du dich nicht mal drüber freuen, wenn es mit 100 Tries klappt. Vor allem, wie bescheuert das einfach ist. Einfach Jojo auf Herdes plus 10. Hello, Mayo.